Alles begann nicht mit einem Geräusch, nicht mit einem Knall, sondern mit Stille. Eine Stille, die nicht leer war, sondern vollständig. Ein Ort, der in sich perfekt wirkte. Ein Garten, weit größer als alles, was man sich vorstellen kann. Kein Anfang, kein Ende in Sicht. Nur Leben. Pflanzen in allen Formen, Farben und Größen. Wasser floss ruhig durch die Landschaft, klar und gleichmäßig, als hätte es nie etwas anderes getan. Die Luft war leicht, sanft. Sie trug keine Schwere, keine Angst, keine Erinnerung an Schmerz. Hier existierte kein Leid, keine Krankheit, kein Verlust, kein Gefühl von Zeit, das drängte. Alles war einfach da. Und doch fehlte etwas. Nicht sichtbar, nicht greifbar, aber spürbar. Es gab keinen, der diese Welt wirklich verstand. Keinen, der sie betrachtete und sich fragte, warum sie existiert. Und genau dort begann etwas Neues. Aus Erde wurde Form. Langsam, ruhig. Staub sammelte sich, Linien entstanden, ein Körper entwickelte sich, als würde er vorbereitet werden. Still, bewegungslos. Wie eine Statue, die darauf wartet, lebendig zu werden. Und dann kam der Moment. Ein Atem. Nicht laut, nicht dramatisch, aber entscheidend. Und mit diesem Atem begann Leben. Die Augen öffneten sich, langsam, zögernd. Adam, der erste Mensch. Sein erster Blick war kein erschrockener, kein panischer. Es war ein stilles Wahrnehmen, als würde er nicht nur sehen, sondern gleichzeitig verstehen, dass er sieht. Er bewegte sich vorsichtig. Jeder Schritt war neu. Jede Berührung ein erstes Mal. Der Boden unter seinen Füßen fühlte sich fest an. Die Luft kühlte seine Haut. Licht traf auf seine Augen und veränderte sich mit jeder Bewegung. Alles war lebendig, alles war präsent. Adam begann zu lernen, nicht durch Worte, sondern durch Erfahrung. Er berührte Pflanzen, beobachtete Tiere, hörte Geräusche, die sich wiederholten und doch nie gleich waren. Mit der Zeit verstand er mehr. Diese Welt hatte Ordnung, alles hatte seinen Platz. Und trotzdem fehlte etwas. Am Anfang war dieses Gefühl schwach, kaum spürbar. Doch mit der Zeit wurde es stärker. Die Stille, die zuerst ruhig war, begann sich zu verändern. Sie wurde schwerer. Adam war nicht in Gefahr, aber er war allein. Kein Blick begegnete seinem, keine Stimme antwortete ihm. Und genau dieses Gefühl begann zu wachsen. Und genau in diesem Moment veränderte sich etwas. Während Adam ruhte, geschah etwas, das er nicht bewusst erlebte. Die Welt blieb still. Doch etwas Neues entstand. Nicht aus Erde, nicht aus Staub, sondern aus ihm selbst. Ein zweiter Mensch. Still, ruhig, verbunden. Als Adam die Augen öffnete und sie sah, war es kein Schock, keine Angst, kein Zurückweichen. Es war ein Gefühl von Vollständigkeit. Als hätte etwas gefehlt, ohne dass er es wusste, und jetzt plötzlich da war. Eva. Ihr Blick traf seinen. Und in diesem Moment war da etwas Neues. Nicht nur sehen, sondern erkennen. Keine Worte waren nötig, kein Erklären. Sie verstanden sich. Ohne Sprache, ohne Zeit. Zum ersten Mal war Adam nicht mehr allein. Und die Stille war nicht mehr leer.
Von diesem Moment an veränderte sich alles. Die Welt war nicht mehr nur ein Ort zum Beobachten. Sie wurde etwas, das man teilen konnte. Adam und Eva bewegten sich gemeinsam durch den Garten. Sie entdeckten Orte, die vorher still waren, doch jetzt wirkten sie lebendig. Jeder Schritt hatte mehr Bedeutung. Jeder Moment wurde tiefer. Sie mussten nicht sprechen, um sich zu verstehen. Ein Blick reichte. Eine Bewegung genügte. Die Stille war nicht mehr leer. Sie war erfüllt. Mit Nähe, mit Verbindung, mit Leben. Der Garten schien größer zu werden, reicher, voller. Alles war zugänglich. Alles war offen. Fast alles. Mitten im Garten stand ein Baum. Nicht besonders auffällig, nicht anders in seiner Form. Und doch hatte er eine andere Bedeutung. Eine stille Grenze, eine klare Linie. Von diesem Baum durften sie nicht essen. Am Anfang spielte diese Grenze keine große Rolle. Der Garten war groß genug, voll genug, reich genug. Es gab keinen Grund, sich auf genau diesen einen Baum zu konzentrieren. Doch mit der Zeit änderte sich etwas. Die Existenz dieser Grenze machte sie besonders. Ein Gedanke entstand. Leise, kaum spürbar. Warum? Warum genau dieser Baum? Warum etwas verbieten, wenn sonst alles erlaubt ist? Der Gedanke verschwand nicht. Er kam wieder. Und jedes Mal blieb er ein wenig länger. Ein Blick beim Vorbeigehen. Ein kurzer Moment des Innehaltens. Dann ein zweiter Blick. Und irgendwann blieb dieser Blick zu lange. Und genau in diesem Moment kam eine Stimme. Nicht laut, nicht bedrohlich, sondern ruhig, überzeugend. Sie stellte keine Befehle, sie stellte Fragen. Warum nicht? Die Worte blieben. Sie verschwanden nicht. Sie wurden stärker. Warum nicht? Warum etwas nicht ausprobieren, das so harmlos wirkt? Der Gedanke wurde zu einem Gefühl. Und das Gefühl wurde zu einem Drang. Ein Schritt näher zum Baum. Dann noch einer. Kein Zeichen, das sie aufhält. Keine Warnung. Nur Stille. Und ihre eigene Entscheidung. Die Hand bewegt sich. Langsam. Zögernd. Ein letzter Moment, in dem alles noch hätte anders sein können. Und dann greifen sie zu. Die Frucht wird genommen. Ein kurzer Blick, ein Atemzug. Und sie essen. Und genau in diesem Moment ändert sich alles. Wenn du solche intensiven Geschichten magst, dann lass jetzt ein Like da und abonniere den Kanal, um keine weiteren Geschichten zu verpassen. Und schreib uns gerne deine Ideen in die Kommentare. Die Welt fühlt sich plötzlich anders an. Nicht sichtbar, aber spürbar. Und in diesem Moment verstehen sie. Etwas hat sich verändert. Für immer. Die Leichtigkeit ist verschwunden. Die Ruhe ist anders. Schwerer. Echter. Und dann kommt die Konsequenz. Keine laute Strafe, keine Wut, sondern eine Entscheidung. Sie müssen gehen. Der Garten bleibt zurück. Die Perfektion bleibt zurück. Und vor ihnen liegt eine Welt, die sie nicht kennen. Die Erde. Unruhig, unvorhersehbar, voller Herausforderungen. Am Anfang sind sie allein, getrennt, jeder für sich, in einer großen fremden Welt. Sie suchen, Zeit vergeht, bis sie sich wiederfinden. Nicht wie vorher, nicht perfekt, aber echt. Und genau dort beginnt das Leben. Mit Entscheidungen, mit Fehlern, mit Hoffnung. Diese Geschichte existiert in vielen Kulturen und Religionen. Vielleicht kennst du sie anders.
Dann schreib es in die Kommentare und teil deine Sicht mit uns. Und wenn du mehr solcher Geschichten sehen willst, abonniere den Kanal und teile das Video. Diese Reise hat gerade erst begonnen.